Hallo und herzlich willkommen auf unserem neuen Strecken-Add-on durch das Elbtal von Dresden nach Schöna. Wir möchten uns zunächst bei Ihnen bedanken, dass Sie dieses Produkt gekauft haben und hoffen, dass Sie damit viel Spaß haben werden. In diesem Szenario lernen Sie die Strecke kennen. Sie starten in Dresden und fahren nach Schöna. Während der Fahrt erhalten Sie einige Informationen zur Strecke. Sie können ganz entspannt fahren, denn in diesem Szenario haben Sie keinen festen Fahrplan. Zunächst ein paar Informationen zu Ihrem Startpunkt. Sie befinden sich gerade im Dresdner Hauptbahnhof. Dieser Bahnhof wurde am 23. April 1898 eröffnet und ersetzte den früheren sächsisch-böhmischen Bahnhof. Von hier aus bestehen Fahrtmöglichkeiten in Richtung Elbtal und Prag sowie Richtung Dresden-Neustadt und Leipzig und zur Franken-Sachsen-Magistrale in Richtung Chemnitz und Hof. Dresden ist unter anderem an das ICE-Netz angebunden. Es bestehen ICE-Verbindungen nach Frankfurt am Main, Wiesbaden und Saarbrücken. Außerdem verkehren zahlreiche Intercity-Züge nach Köln sowie vereinzelte Intercity-Züge nach Berlin und Westerland. Außerdem ist Dresden Halt von Eurocity-Zügen. Es verkehren Eurocities von Berlin über Dresden nach Prag und vereinzelte Umläufe weiter nach Wien sowie Budapest. Außerdem verkehren abends Nachtzüge in Richtung Zürich sowie Wien und Budapest. Dresden ist sächsische Landeshauptstadt und mit 530.000 Einwohnern die 11. größte. Dresden wird auch Elbflorenz genannt, aufgrund der Lage an der Elbe und dem Blick auf das Elbtal. Starten Sie nun Ihre Fahrt in Richtung Schöna. Hier noch kurz ein paar Informationen zur Strecke. Die Strecke Dresden-Schöna, auch Elbtalbahn genannt, ist Teil der Fernverkehrsstrecke Dresden
Prag. Sie wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut. Bereits 1848 fuhr der erste Zug von Dresden nach Pirna und 1851 war die Verbindung von Dresden nach Bodenbach, dem heutigen Detschin, fertiggestellt. Heute fahren sowohl Fernverkehrs- als auch Nahverkehrszüge auf der Strecke. Im Fernverkehr sind zum größten Teil Eurocity-Züge unterwegs, welche Berlin mit Dresden und Prag verbinden. Einige Eurocity-Züge fahren sogar weiter nach Budapest und Wien. Außerdem verkehrt ein Nachtzugpaar auf der Strecke, welches in Prag startet und dann Dresden mit Zürich verbindet. Im Regionalverkehr gibt es die S-Bahn-Linie 1, welche zwischen Dresden und Schönau im Stundentakt verkehrt. Zwischen Dresden und Bad Schandau verkehrt diese Linie sogar im Halbstundentakt. Und an Werktagen verkehrt zusätzlich die S-Bahn-Linie 2, welche Dresden mit dem Flughafen verbindet, ebenfalls auf dem Streckenabschnitt Dresden-Pirna, sodass zwischen Dresden und Pirna etwa ein 15-Minuten-Takt besteht. Außerdem ist die Strecke auch eine sehr wichtige Magistrale im Güterverkehr. Es fahren sehr viele Containerzüge von Tschechien in Richtung Hamburg und von Hamburg in Richtung Tschechien. Auf der linken Seite sehen Sie jetzt den ersten S-Bahn-Haltepunkt Dresden-Strehlen. Der Bahnhof war früher Königsbahnhof, da sich hier die königliche Villa des sächsischen Hofes befand. Erst nach dem Ersten Weltkrieg war der Bahnhof auch für den öffentlichen Personennahverkehr freigegeben worden. Vorher diente er ausschließlich dem sächsischen Hof. Dresden-Strehlen gehörte einst zu den wohlhabenden Stadtteilen von Dresden. Unter anderem befindet sich hier auch der weitläufige große Garten, eine große Parkanlage, in welcher auch eine Parkeisenbahn verkehrt.
Wir nähern uns nun dem Stadtteil Dresden-Reik. Dresden-Reik verfügt auf der linken Seite über einen S-Bahnhof und auf der rechten Seite befindet sich ein Abstellbahnhof. Dieser wird vorrangig zum Abstellen von Fernverkehrszügen und Sonderzügen genutzt. Dresden-Reik ist außerdem Standort des Panometer Dresden. Nun folgt der S-Bahn-Haltepunkt in Dresden-Dobritz. Dieser Stadtteil wurde Anfang des 20. Jahrhunderts eingemeindet. Es war früher aus 3 Dörfern entstanden. Ende des 19. Jahrhunderts siedelte sich dann eine Gardinenfabrik in Dobritz an, welche noch heute existiert, sowie viele Gärtnereien. Jetzt nähern wir uns dem Stadtteil Dresden-Niedersedlitz. Niedersedlitz war ebenfalls vor dem Bau der Bahnstrecke ein kleines, unbedeutendes Bauerndorf. Jedoch erfolgte nach dem Bau der Bahnstrecke Dresden-Pirna eine rasche Industrialisierung. Es siedeln sich unter anderem Fabriken in dieser Stadt an, unter anderem eine Chemiefabrik, eine Malzfabrik sowie das Sachsenwerk. 1950 wurde Niedersedlitz zu Dresden eingemeindet. Nun sehen Sie auf der linken Seite den S-Bahn-Haltepunkt Dresden-Schachwitz. Ebenfalls ist Schachwitz ein kleines Dorf gewesen, welches 1950 in Dresden eingegliedert wurde. Nun erreichen wir die Stadt Heidenau. Heidenau liegt an der Mündung der Müglitz, welche hier in die Elbe mündet, und wurde 1920 aus den Dörfern Mügeln, Heidenau, Gommern gegründet. 1923 wurde noch der Ort Großsedlitz mit eingemeindet. In Heidenau zweigt auf der rechten Seite auch die Müglitztalbahn ab. Diese verbindet Heidenau mit Altenberg im Erzgebirge. Nun folgt auf der linken Seite der Haltepunkt Heidenau Süd. Dies ist ebenfalls ein Stadtteil von Heidenau. Die Strecke selbst verläuft noch bis Pirna viergleisig. Nun befahren wir den Stadtteil Heidenau-Großsedlitz. Großsedlitz ist vor allem durch seinen Barockgarten bekannt. Dieser Garten ist in französischer Baukunst gestaltet und gilt als einer der authentischsten
Barockanlagen in Deutschland. Jedes Jahr finden dort von Ostern bis Oktober eine Vielzahl von Veranstaltungen statt, unter anderem das Gartenfest, welches an jedem ersten Wochenende im August stattfindet. Jetzt erreichen wir das Stadtgebiet von Pirna. Pirna ist Endpunkt der S-Bahn-Linie 2. Von hier ab geht es nun zweigleisig weiter in Richtung Schöna. Außerdem ist Pirna auch ein kleines Zentrum im Güterverkehr. Hier wurden in den letzten Jahren viele Gütergleise neu angelegt, unter anderem um den Güterverkehr des Heizkraftwerkes sowie einen Firmenanschluss für das Agroterminal zu gewährleisten. Das Betriebswerk des Bahnhofes wird mittlerweile von einem privaten Eisenbahnunternehmen betrieben. Pirna selbst ist eine große Kreisstadt und Verwaltungssitz des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Pirna weist bereits eine lange Geschichte nach. Schon in der Steinzeit siedelten hier die ersten Völker.
Wir durchfahren nun den S-Bahn-Haltepunkt Obervogelgesang. Obervogelgesang ist ein Stadtteil von Pirna. Obervogelgesang liegt auch am Elbradweg. Der Elbradweg ist eine der beliebtesten Fernradwege in Deutschland. Wir nähern uns jetzt der Stadt Wehlen. Diese liegt mitten im Elbsandsteingebirge und ist daher Ausgangspunkt für viele Wanderziele. Unter anderem erreicht man von hier die Bastei, die Felsenbühne Raten, die Bärensteine sowie den Rauenstein. Wir befahren jetzt den Bahnhof des Kurortes Raten. Raten ist der flächenmäßig und einwohnermäßig kleinste Gemeindeort in Sachsen. 2013 lebten hier nur 355 Menschen. Raten ist aber auch häufig Filmort, vor allem von der Basteibrücke, dem Gamrik oder der Felsenbühne. Diese Ortsteile dienen häufig als Filmkulisse.
Wir erreichen nun Königstein. Dieser Ort ist nach der hier liegenden Festung benannt und zählte ebenfalls knapp über 2000 Einwohner. Königstein gilt auch als die Stadt der 4 Steine. Dazu gehören der Königstein, Lilienstein, Pfaffenstein und der Quir. Die über der Stadt liegende Festung Königstein ist ein beliebtes Ausflugsziel in der sächsischen Schweiz. Wir befahren jetzt gleich den Bahnhof Bad Schandau. Bad Schandau ist ein anerkannter Kneippkurort und Erholungsort in der sächsischen Schweiz. Von hier aus gelangt man auf die Ostrauer Scheibe. Außerdem ist Bad Schandau auch Ausgangspunkt für die sächsische Semmeringbahn, die Bahnstrecke in Richtung Neustadt Sachsen über Sebnitz, welche unter anderem 7 Tunnel nachweist. Der Bahnhof von Bad Schandau liegt links der Elbe, während die Stadt rechts der Elbe liegt und Fahrgäste in der Regel mit der Fähre übersetzen müssen. Im Stadtzentrum von Bad Schandau ist ebenfalls der Ausgangspunkt der Kürnischtalbahn. Dies ist eine historische Straßenbahnlinie, welche Bad Schandau mit den Lichtenhainer Wasserfällen verbindet.
Nun durchqueren wir gleich den Haltepunkt Krippen. Krippen ist ein Ortsteil von Bad Schandau und hat unter anderem Sehenswürdigkeiten aufzuweisen, zum Beispiel das Friedrich-Gottlob-Keller-Museum, welches über die Erfindung und dem Erfinder des Holzschliffpapiers informiert, und außerdem gelangt man hier auf den Sonnenohrenweg, der quer durch den Ort führt und 12 Sonnenohren zeigt. Wir nähern uns jetzt dem Haltepunkt Schmilka-Hirschmühle. Schmilka ist ebenfalls ein Ortsteil von Bad Schandau. Während auch hier der Bahnhof links der Elbe liegt, liegt der Ort rechts der Elbe. Rechts der Elbe befindet sich auch der Grenzübergang nach Tschechien. Schmilka ist ebenfalls Ausgangspunkt für Wanderungen zu den Heiligen Steinen, den Rübezahlstiege, die Schrammsteine oder dem großen Winterberg. Wir erreichen jetzt den Endpunkt unserer Strecke, Schöna. Schöna ist ein Dorf und gehört zur Gemeinde Schöna-Reinhardsdorf. Schöna ist außerdem der letzte Haltepunkt auf der deutschen Seite vor der Grenze zu Tschechien. Unsere kleine Erkundungsfahrt endet in Schöna. Wir hoffen, dass Ihnen diese kleine Erkundung gefallen hat und würden uns freuen, wenn Sie mit dieser Strecke viel Spaß haben werden. Unter anderem möchten wir Sie auch darauf hinweisen, dass in unserem Online-Shop noch weitere Produkte erhältlich sind. Sie finden dort weitere Szenarien für verschiedene deutsche Strecken, sowie unsere Schnellfahrstrecke Nürnberg-Ingolstadt oder die Einheitslokomotive der Baureihe 110. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Wir möchten uns nochmals bei Ihnen bedanken, dass Sie diese Strecke gekauft haben.